Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Evas Erwachen. Über die Auflösung emotionaler Blindheit ist ein tiefgründiges Werk der renommierten Psychologin Alice Miller, die sich intensiv mit den Auswirkungen von Kindheitserfahrungen auf das Erwachsenenleben auseinandersetzt. Das Buch konzentriert sich insbesondere auf die emotionale Blindheit. Ein Zustand, in dem Menschen unfähig sind, ihre eigenen Gefühle und Verletzungen aus der Vergangenheit wahrzunehmen und zu verstehen. Miller führt den Leser auf eine Reise der Selbsterkenntnis, um die Wurzeln von Verdrängung und Selbsttäuschung zu ergründen und damit die Grundlage für Heilung und persönliche Entwicklung zu schaffen. Ein zentrales Thema des Buches ist die Anerkennung und Bewältigung schmerzhafter Kindheitserfahrungen, die häufig der Schlüssel zur Befreiung von wiederkehrenden emotionalen Problemen im Erwachsenenleben sind. Anhand von Fallbeispielen und eigenen Beobachtungen beschreibt Miller einfühlsam, wie frühe Erlebnisse und die Erziehung das emotionale Empfinden prägen und wie schwer es für viele Erwachsene sein kann, ihre verdrängten Gefühle zu bearbeiten. Evas Erwachen ist somit ein Plädoyer für den Mut zur Wahrheit und zur bewussten Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Es lädt den Leser ein, sich den eigenen blinden Flecken zu stellen und einen Prozess des Erwachens und der Selbstheilung einzuleiten, um authentischer und erfüllter zu leben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Entstehung emotionaler Blindheit. Alice Miller beleuchtet in diesem Abschnitt die Entstehung emotionaler Blindheit und wie sie aus der frühkindlichen Prägung hervorgeht. Kinder, die in ihrer Entwicklung nicht ausreichend emotionale Unterstützung durch ihre Bezugspersonen erhalten, entwickeln häufig Abwehrmechanismen. Diese Mechanismen dienen dem Selbstschutz, blockieren aber gleichzeitig die Wahrnehmung und das Verständnis der eigenen Gefühle. Miller legt dar, dass emotionale Blindheit häufig mit gesellschaftlichen Erwartungen oder familiären Tabus zusammenhängt, etwa dem Zwang, unangenehme Gefühle wie Wut, Trauer oder Angst zu unterdrücken. Hierdurch entsteht eine innere Distanzierung von der eigenen emotionalen Realität, die Erwachsene häufig daran hindert, ihre Vergangenheit kritisch zu reflektieren und die Auswirkungen auf ihr gegenwärtiges Leben zu erkennen. Die Autorin betont die Notwendigkeit, diesen Prozess des Verdrängens zu durchbrechen, um zu einem gesunden, bewussten Selbst zu gelangen. Zweitens: Die Rolle der Eltern und der Primärbezugspersonen. Ein zentrales Thema des Buches ist die Rolle der Eltern bzw. der primären Bezugspersonen im Leben eines Kindes. Miller analysiert, wie elterliche Verhaltensweisen, mangelnde Empathie oder sogar Misshandlung und emotionale Vernachlässigung die Grundlage für emotionale Blindheit im späteren Leben schaffen. Sie erläutert, wie Kinder oft gezwungen werden, die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen und dabei ihre eigenen Gefühle unterdrücken. Dies führt dazu, dass viele Erwachsene vom Zugang zu ihrer Gefühlswelt abgeschnitten sind. Mit großer Sensibilität zeigt Miller Wege auf, wie Betroffene durch die bewusste Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte und ihren kindlichen Erfahrungen zu einer neuen Selbsterkenntnis gelangen können, die Basis für Heilung und persönliche Entwicklung bietet. Drittens: Die Bedeutung der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Miller legt einen besonderen Fokus auf die Notwendigkeit, die eigene Vergangenheit zu reflektieren und aufzuarbeiten, um emotionale Blockaden zu überwinden. Sie argumentiert, dass wahre Heilung und persönliches Wachstum nur möglich sind, wenn wir den Mut finden, auch schmerzhafte Erinnerungen und verdrängte Gefühle zuzulassen und zu verarbeiten. Das Buch erläutert Methoden und Ansätze, wie therapeutische Arbeit dazu beitragen kann, verborgene Emotionen aufzudecken und neue Handlungsspielräume zu schaffen. Neben Selbstreflexion betont Miller die Bedeutung von Mitgefühl für das eigene innere Kind, das oft jahrelang unterdrückt und missverstanden wurde. Die Aufarbeitung ist somit ein zentraler Schritt auf dem Weg aus der emotionalen Blindheit in ein bewussteres und authentischeres Leben. Viertens: Der Prozess des Erwachens. Evas Erwachen steht metaphorisch für den Prozess, aus der eigenen emotionalen Unwissenheit und Verdrängung aufzuwachen. Miller beschreibt diesen Prozess als schmerzhaft, aber äußerst befreiend.
Der Leser wird ermutigt, seine Abwehrmechanismen und Selbsttäuschungen zu hinterfragen, um einen Zugang zur eigenen Gefühlswelt zu finden. Dieser Weg erfordert Ehrlichkeit, Mut und die Bereitschaft, auch Konflikte auszuhalten und alte Sicherheiten aufzugeben. Miller schildert anhand von Fallbeispielen, wie Menschen durch diesen Prozess zu neuer Lebendigkeit und innerer Freiheit finden. Die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit öffnet Türen für gesunde Beziehungen und Selbstakzeptanz. Der Prozess des Erwachens ist damit gleichzeitig ein individueller und gesellschaftlicher Akt der Befreiung. Schließlich die gesellschaftlichen und generationsübergreifenden Aspekte. Abschließend widmet sich Alice Miller den gesellschaftlichen und transgenerationalen Dimensionen emotionaler Blindheit. Sie zeigt auf, wie Familienmuster und Verdrängungsmechanismen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden und dadurch gesellschaftliche Strukturen und Normen prägen. Miller ermutigt dazu, diesen Kreislauf bewusst zu durchbrechen, um eine gesündere, empathischere Gesellschaft zu ermöglichen. Sie plädiert für eine Erziehung und ein gesellschaftliches Klima, das Offenheit, Mitgefühl und emotionale Authentizität fördert. Die Auseinandersetzung mit persönlichen und kollektiven Verletzungen ist somit nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes von großer Bedeutung. Ihr Buch bietet inspirierende Denkimpulse für alle, die bereit sind, Verantwortung für die Gestaltung einer gesunden Zukunft zu übernehmen. Zusammenfassend: Evas Erwachen richtet sich an alle, die den Wunsch verspüren, sich selbst und ihre Vergangenheit besser zu verstehen. Es ist insbesondere für Menschen geeignet, die das Gefühl haben, in ihren Beziehungen oder in der persönlichen Entwicklung immer wieder an unsichtbare Grenzen zu stoßen. Auch für Therapeuten, Pädagogen und Eltern bietet dieses Buch wertvolle Einsichten in die Wurzeln und die Folgen emotionaler Blindheit. Alice Miller gibt dem Leser nicht nur das theoretische Hintergrundwissen an die Hand, sondern auch praktische Impulse, um die eigene Geschichte aufzuarbeiten und sich von den Fesseln der Vergangenheit zu befreien. Die Betonung auf Mitgefühl, Selbstannahme und den Mut zur Wahrheit hebt dieses Werk von vielen anderen Ratgebern ab. Wer dieses Buch liest, kann lernen, emotionale Muster und Blockaden zu erkennen und aufzulösen. Ein Gewinn für das persönliche Wohlbefinden und erfüllte Beziehungen. Die Entscheidung für Evas Erwachen anstelle eines anderen Buches ist ratsam, weil Alice Miller als anerkannte Expertin in der psychologischen Forschung fundierte, praktische und zugleich empathisch vermittelte Erkenntnisse bietet. Ihr Ansatz vereint wissenschaftliche Tiefe mit lebensnahen Beispielen und macht die Lektüre zu einem nachhaltigen Gewinn. Dieses Buch ist ein wichtiger Begleiter auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und zu einem authentischen Leben. Wenn Sie unterstützen möchten, Alice Miller, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.